Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. In mir will eine Nachricht aus meinem Herzen zu dir und es brodelt auch gleichzeitig nur so, weil so viel weitere Erkenntnisse in mir aufgehen. Und das ist einfach so unfassbar wunderschön, wenn wir wirklich in die Essenz eintauchen, die wir eigentlich sind und die so ungetrennt und so verbunden ist miteinander. Und es ist einfach so, so unglaublich, dass ich heute an dem Punkt bin, wo so viel durchgeht und so viel in mir wach geworden ist und die Dinge verstanden hat, wo ich doch 2006 wirklich in dieser tiefen Meditation in diese Christusverbindung gekommen bin und er mich mit einem Anteil von sich verbunden hat. Und wo ich das erste Mal wirklich verstanden habe, dass nichts getrennt voneinander ist. Und dass der Christus selber der Träger des Göttlichen in uns ist und auch genau das sein Thema ist, dass das Christusbewusstsein ist, wo wir mehr und mehr eintauchen, was gleichzeitig das universelle Bewusstsein ist, wie die Dinge eigentlich wirklich miteinander zusammenhängen. Und wirklich, ich hatte keinen Lehrer und niemanden in meinem Feld und ich habe ja immer wieder davon geredet. Und ich musste alles Learning by Doing finden und herausfinden, indem ich nach innen gefragt habe und ich bekam dann die Antworten für wirklich alles. Und ich fing mehr und mehr an, dem zu folgen und immer mehr das zu tun, was ich von innen höre. Und dabei habe ich gesehen, wie das eigentlich funktioniert hier auf der Erde und wie unser Körper Mind, also Body-Mind oder Körper-Verstandes-Kombination ein Device, wie ein Instrument ist, ein hochkomplexes Instrument ist, mit dem wir sozusagen auf der sogenannten Erde Erfahrungen machen. Und zwar ganz besonders aufregende Erfahrungen für unser eigentliches vollkommenes Bewusstsein, unser verbundenes Bewusstsein, unser göttliches Bewusstsein. Weil wir sozusagen in dieser Kombination mit dem Körper und dem Verstand in eine Scheinrealität eintauchen, in der wir durch unsere Gedanken und Gefühle Realität erzeugen und Separierung erfahren. Und durch diese Separierung, die uns der Verstand beibringt, die wir erfahren, dadurch entsteht für unser Bewusstsein ein völlig anderes Bewusstsein. Ein limitiertes Bewusstsein, ein sogenanntes 3D-Bewusstsein. Und das ist, ja, das ist für das vollkommene Bewusstsein, was verbunden ist, was wir eigentlich sind. Du kannst dir das vorstellen wie einen unendlichen Ozean, der mit allem verbunden ist. Das Göttliche, das ist in uns, das Wissen ist in uns, alles, was wir brauchen, ist in uns, alles, was wir immer gesucht haben, wenn wir nach innen kommen und in diese Substanz, die wir eigentlich sind, eintauchen, dann sehen wir, das ist die größte und höchste Erfüllung von allem, was wir uns überhaupt nur vorstellen können. Das ist das, was wir wirklich sind, aber jetzt, sage ich mal, durch diesen Körper- und Verstandeskomplex, den wir haben, werden wir in alle möglichen Situationen hineingezogen, haben alle möglichen Bedürfnisse und Geschichten oder erfahren damit alle möglichen Realitäten, die in dem Sinne eigentlich gar keine Realität sind. Die erfahren wir durch diesen Avatar-Komplex Körper, Verstand. Und wenn wir innerhalb dieser Erfahrungen als Mensch mit dem Körper und Verstand, der sozusagen zum Beispiel diese Erfahrung, wie viele Menschen auf der Erde haben diese Erfahrung, sie sind nicht gut genug. Ja, was passiert da für die Seele? Es ist unbeschreiblich.
Dabei ist die Realität eben, dass wir alles sind. Und wenn wir eben innerhalb dieses Bewusstseins der Limitierungen sozusagen uns zurückzuerinnern an das, was Wesen, was wir eigentlich sind, an das Göttliche, was wir in uns haben, was jeder in sich hat, was in allem ist, was lebt, Bäume, Pflanzen, Steine, Tiere, andere Menschen, selbstverständlich. Wenn wir da hineinkommen und dann das wirklich erfahren von innen und spüren von innen über die Meditation in unsere eigentliche unsterbliche Substanz eintauchen und sehen, wow, da wird nichts geboren und stirbt auch nichts auf der eigentlichen Ebene, was wir wirklich sind, das bewegt sich, verändert sich noch nicht mal durchs Leben, das bleibt gleich und beobachtet und schaut und er macht diese Erfahrung. Das, was geboren wird und was stirbt, das ist dieser Körper-Verstandeskomplex, dieses Device, dieses Gerät, dieses unendlich komplexe, wie sagt man, Instrument, mit dem man die Erdenerfahrung macht. Und das ist eine ganze Schuhkastenwelt. Ich weiß nicht, ob du als Kind, also wir hatten als Kind zum Beispiel Schuhkartons und da haben wir ein Loch reingeschnitten und dann haben wir innen drin in diesem Schuhkarton mit Moos und Stein und so weiter eine ganze Welt aufgebaut. Und dann war das ein großes Vergnügen, durch den Schuhkartonsloch da reinzuschauen in diesen Schuhkarton und da diese ganze Welt zu beobachten und zu sehen und vielleicht krabbelte da noch eine Schnecke herum drin oder irgendwelche Ameisen. Und im Grunde genommen ist es natürlich so, für unser vollkommenes Wesen passiert das eigentlich so ähnlich mit über diesen, über diesen Komplex Körper und Verstand. Und ich meine, wir erfahren da unfassbare Dinge mit diesem Körper auf der Welt. Wie viel Traurigkeit, Schmerzen, Alleinsein, Kranksein, nicht können, nicht bewegen, Ängste und so weiter bewegen viele Menschen. Und auch in meiner Biografie bin ich durch genügend Dinge hindurchgegangen, bis ich immer mehr in meinem Bewusstsein erkannt habe, was wo wie Thema eigentlich ist. Und dadurch, dass das eben 2006 in mir aufgetaucht ist und ich das in mir habe finden können, habe ich eben gesehen, aha, so funktioniert das. Ja, weil ich habe wirklich unfassbares Wissen und Zugang zu unfassbarem Wissen in mir und auch verstanden, das hat jeder einzelne Mensch, diesen Zugang zu diesem Wissen. Jeder einzelne Mensch hat das in sich, das Tor der Intuition zum Beispiel oder das Tor über das Herz ist dorthin zu diesem Anteil in uns, der gar nicht geboren werden kann und der nicht sterben kann, der unsterblich ist und der mit allem verbunden ist, der göttlich ist, der alles erschafft und der auch alles regelt, was wir erfahren. Und das ist ein Ausbrechen aus der Matrix, was da passiert ist, dass ich diesen Zugang von innen gesehen habe. Und ich habe aber gesehen, wie wahnsinnig die Programmierung ist über den Verstand, dass man diesem unfassbaren Anteil in sich, der alles weiß, wie mühselig das ist, zu lernen aus der Matrix der, wie sagt man, ja, wie wir gewohnt sind, im Leben zu leben. Ja, und wie wir unserem Verstand glauben und folgen. Wenn wir da ausbrechen, wenn wir anfangen, anstatt dem gewohnten Verstand zu folgen, sozusagen nicht mehr dem gewohnten Verstand folgen, sondern dem Wissen in uns. Und ich weiß, wie viele, wahnsinnig viele Jahre ich habe niemals was anderes als wirklich unglaubliche Erfahrungen gemacht von ihnen. Ich bin niemals belogen worden von meiner inneren Stimme, das habe ich, mein inneres Wissen, habe ich meine innere Stimme genannt. Und trotzdem habe ich über Jahre immer wieder mit dem Zweifel des Verstandes zu tun gehabt. Immer wieder, obwohl ich 100.000 Mal die Erfahrung gemacht habe, es ist unbeschreiblich. Und natürlich habe ich immer mehr gelernt, nicht mehr hinzuhören. Und jetzt ist es im Grunde genommen nichts anderes in der Welt, hier auf der Erde. Wir steigen aus dieser Matrix der Schwierigkeiten aus, indem wir unserem Verstand nicht mehr folgen, nicht mehr hinhören und nicht mehr glauben und nicht mehr die oberste Instanz übergeben. Sondern wenn wir anfangen,
tiefer zu sinken und in unser Herz hineinzugehen. Unser Herz ist in der Lage, die Sprache des Universums zu sprechen und zu hören. Und das sind Energien, das ist die direkte Sprache von Energien, die sich in Gefühlen ausdrücken zum Beispiel. Unsere Gefühle in uns sind ein natürliches Guidance System, ein natürliches Führungsorgan von innen. Wenn wir anfangen zu erblühen und in die Begeisterung zu kommen und in die Leichtigkeit und ins Strahlen zu kommen und wirklich voller Freude sind, sind wir natürlich viel, viel mehr mit dem verbunden, wer wir wirklich sind. Und je mehr wir in die Angst und in den Hass und Negativität und so weiter rutschen, umso mehr sind wir einfach getrennt von dem, was wir wirklich sind und denken und beschäftigen uns mit Dingen, die überhaupt nicht in Übereinstimmung sind mit dem, was wir wirklich sind. Genau das Gleiche mit Krankheiten und Schmerzen. Je mehr wir sozusagen dort in Krankheit und Schmerz hineinsinken, das ist die Sprache unserer Seele. Wir sind nicht mit dem beschäftigt und verbunden, wofür wir tatsächlich hergekommen sind. Und das Entscheidende hier auf der Erde ist zu erkennen, wer wir wirklich sind und dass wir Schöpferwesen sind, dass wir hier über unseren Körperverstand komplex diese Erfahrung machen als Menschen. Und ja, dass es darum geht, sozusagen zu erkennen, dass wir hier in einer Beschränktheit leben, die wir aber nicht so leben müssen, sondern dass wir zu unserem eigentlichen Sein zurückkehren können. Und dass all das, ja, was Menschen suchen, also wann immer ich mit Menschen gesprochen habe und gefragt habe, irgendwann in einem Gespräch, was ist dein Kernbedürfnis hier auf der Erde, was ist das, was du am allerliebsten erfahren willst, habe ich immer die gleiche Antwort bekommen von jedem, egal aus welchem Land und welches Alter und egal was. Wenn ich auf den Kern durchgegangen bin, ging es immer um das Thema pure Liebe. Geliebt zu werden, anerkannt zu werden für das, was man wirklich in seiner Purheit eigentlich ist. Kernbedürfnis von uns Menschen. Und warum ist das so ein Kernbedürfnis? Es ist die Erinnerung an das, was wir eigentlich sind. Und wenn wir also sozusagen durchschauen, dass wir gerannt werden bei einem Mind-Body-Komplex, bei einem Verstandes-Körper-Komplex mit 5 Sinnen, der uns eine Realität erscheinen lässt, die gar keine Realität ist, ja, das erscheint alles ja fest, weil wir das mit unseren 5 Sinnen anfassen zum Beispiel. Also die ganze Komplexität der Erde und die Erdenerfahrungen sind nur mit diesem Device Körper, Mind möglich. Und nichts von dem ist das, was wir wirklich sind. Wir machen damit die Erfahrungen. Wir sind die Erfahrungen nicht. Und wenn wir das anfangen zu erkennen, durchgängig und sehen, dass jetzt in diesem Augenblick natürlich und immer schon das Göttliche in jedem anwesend ist, egal was er spielt in seiner Rolle, in allem, was lebt, ist, in den Bäumen, den Pflanzen, den Tieren, überall in der ganzen Erde, in der Natur, und wir dort eintauchen in unser eigentliches Wesen, was Pure Love, pure Liebe, pures Bewusstsein ist, und sehen, es ist jetzt schon da, können wir jetzt in uns aus allem aussteigen und in unfassbaren Segen eintauchen. Einfach indem wir unsere Anhaftung an das Bewusstsein, wir wären die Rolle mit den Schwierigkeiten lösen und in unsere verbundene göttliche Urnatur eintauchen und das als Ich bin erfahren.
So nah sind Segen und Fluch nebeneinander. Einen Gedanken auseinander entfernt. Alles ist Bewusstsein, alles ist Schwingung, alles ist Energie. Alles ist schon da, wir können aus allem wählen. Wir sind frei. In jedem Moment. Aus einer angelernten Realität in eine neue einzutauchen und damit aus den Schwierigkeiten auszusteigen und heimzukehren in unvorstellbaren Bliss, Segen in uns, der wir eigentlich sind. In diesem Sinne freue ich mich von ganzem Herzen, wenn du deine Gedanken dazu aufschreibst hier unter dieses Video. Und ich freue mich auch von ganzem Herzen, wenn du dieses Video weiter verteilst und wenn du meinen Kanal abonnierst, falls du das noch nicht hast, und likest. Und ich danke dir unendlich, dass du bis hierher mir gefolgt bist. Und ich freue mich von ganzem Herzen auf deine eigentliche Größe, die immer mehr gelebt werden will und die Welt verwandelt. Und ich freue mich von ganzem Herzen auf dich das nächste Mal hier in meinem Kanal. Bis dann. Tschüss.